In diesem Video möchte ich mit dir einmal über Teiche reden, kleine Teiche, große Teiche und in welchen du am besten angeln solltest. Bis gleich. Hi und herzlich willkommen zu Wissen rund um die Apps mit JMed Labs. Was hat es mit den Teichen jetzt auf sich? Was ich immer wieder feststelle, wenn wir in Gesprächen sind, gerade mit jungen Startups, aber auch vielen Unternehmen, wenn es darum geht, wem veröffentliche ich denn mein neues App-Projekt, dann ist immer im Grunde die komplette Welt, muss es interessieren. Wir haben immer ordentlich mit zu tun, den Firmen oder den Menschen erstmal klar zu machen, es ist total wichtig, ein genaues Target sich zu überlegen, also zu schauen, wer ist denn eben meine genaue Zielgruppe, um spezifisch dafür halt eben die richtigen Features zu entwickeln. Aber auch quasi, wo gehe ich denn hin, wie bringe ich was auf den Markt, ist ein sehr, sehr großes Thema. Und also im Schlimmsten ist es wirklich in Social Networks, wenn ich da irgendwie die Gedanken habe, aber auch bei vielen anderen Bereichen, dass ich halt eben zum Beispiel sehe, so ein Instagram oder ein Facebook oder was auch immer, das ist ja für alle Nutzer und es macht natürlich auch total Sinn, das für alle eben zur Verfügung zu stellen, weil da habe ich ja den größten Markt, da kann ich am einfachsten wieder meine Investition vom Anfang reinholen. Jetzt denken aber viele nicht dran, dass sich eben auch in Facebook halt eben nicht auf der ganzen Welt angefangen hat, sondern super lokal. Die haben an einer Uni angefangen, haben da gestartet, sind dann auf die nächsten Unis, haben dann das komplette Land Amerika mit reingenommen und sind dann irgendwann halt eben weltweit gegangen. Und es ist halt wesentlich einfacher, wenn ich eben ein sehr genaues Wissen über meine Zielgruppe habe oder einen sehr kleinen Kreis bespiele, dass ich halt eben einfacher meinen Markt targetieren kann. Also wenn ich jetzt mal als Beispiel zum Beispiel sagen möchte, ich möchte ein Social Network beginnen, wo ich irgendwelche Bilder tauschen möchte oder sowas, dann kann ich mir vielleicht zum Beispiel überlegen, ob ich mich am Anfang zum Beispiel auf Angler spezialisiere oder so, ist jetzt völlig hanebüchenes Beispiel, aber dass ich im Grunde einen sehr kleinen Zielkreis habe, damit zum Beispiel weiß, okay, die haben, was weiß ich, 2, 3 Fachmagazine, da ist es sinnig reinzugehen. Ich kann Online-Werbung schalten und genau auf diese Zielgruppe targetieren. Und sobald ich die ersten Nutzer halt in meiner App drin habe und das Ganze zum Leben erweckt habe, kann ich dann im Grunde natürlich auch nochmal Schritte weitergehen. Das hat einige Vorteile, die es mit sich bringt. Zum einen kriege ich Feedback von Nutzern, das sehr, sehr wertvoll sein kann, dass ich halt eben auch weiß, was mache ich schon richtig, welche Features fehlen. Aber ich kann es halt eben wesentlich leichter bewerben, weil ganz häufig habe ich eben die Thematik, dass so dieses Henne-Ei-Problem, also das heißt, ich kriege schwer Nutzer rein, wenn noch kein Content da ist. Auf der anderen Seite, wenn noch keine Nutzer da sind, kann natürlich auch kein Content da sein. Deswegen, kleiner Tipp hier am Rande, einfach schauen, dass du das Ganze begrenzt, dass es einfacher ist zu bewerben, zu gucken, dass die richtige Zielgruppe reinkommt, dort dann halt eben auch Inhalte entstehen, diese Zielgruppe auch anfängt, über die neue App eben zu sprechen und so eine Verbreitung eben Stück für Stück ranzugehen. Also das heißt wirklich in dem kleinen Teich mal beginnen, bevor man sich den großen Ozean widmet. Wenn du dazu noch Fragen hast, das vielleicht ein bisschen unklar war oder du einfach nochmal weitere Tipps brauchst oder ähnliches, dann weißt du ja schon, melde dich einfach bei uns, geh einfach auf jmedlabs.com und melde dich bei uns. Ansonsten würde es mich freuen, wenn du einfach diesen Kanal hier abonnierst, weil dann kriegst du noch wesentlich mehr von den Videos rund um die App-Entwicklung. Bis zum nächsten Mal, lass es gut gehen. Ciao.